Hallo und herzlich willkommen bei Enforce-Tech TV, dem digitalen Format der Enforce-Tech 2026 in Nürnberg. Ich bin hier bei Carsten Vettern am Stand. Carsten ist der Geschäftsführer des Verbands für Sicherheitstechnik e.V. Carsten, schön, dass ihr da sein dürfen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir machen es ganz schnell. Wer seid ihr und was macht ihr? Genau. Also wir sind ein bundesweiter Fachverband im Interesse unserer Nutzer. Also wir sind kein klassischer Fachverband, der für Hersteller Vertretung übernimmt, sondern für die entsprechenden Nutzer. Wir sind seit über 30 Jahren in der Sicherheitsbranche unterwegs und geben dort vielfach eben Orientierung in sicherheitskritischen Fragestellungen. Ein wesentliches Thema ist für uns insbesondere Perimeterschutz, also das gesamte Thema Zaunüberwachung, mechanisch einschließlich der Elektronik, also Sensorik. Und eigens dafür haben wir auch hier, und das sieht man vielleicht, darf ich mal darauf hinweisen, auch gemeinsam mit der Messe Nürnberg einen Kongress entwickelt oder eine Messe entwickelt vor vielen Jahren. Und das ist die Perimeter Protection, die 2027 das nächste Mal zusammenkommt. Und damit wir nicht erst 2027 wieder zusammenkommen, haben wir einen Messe-Kongress entwickelt für dieses Jahr. Das sehen wir jetzt im Hintergrund nicht, aber das ist der Perimeter Protection Kongress. Der findet vom 22. bis 23.04. hier in der Messe Nürnberg statt und dreht sich um das gesamte Thema Schutz, insbesondere kritischer Infrastrukturen oder eben grundsätzliche Außensicherungsanlagen. Wer ist denn euer Kundenbereich? Ist das jetzt zum Beispiel Polizei, Militär, Behörden oder ist das eher auch die zivile Firma, die sagt, wir brauchen eine Absicherung unseres Firmengeländes? Tatsächlich beides, muss man tatsächlich so sagen. Also die Bundesbehörden sind natürlich Kunden von uns, weil sie auch Orientierung in der Sicherheitsbranche von uns mitbekommen. Aber wir haben eben auch viele private, gewerbliche Kunden aus dem kleinen mittelständischen Bereich und auch Konzernbereichen, die genauso sicherheitstechnische Fragestellungen haben, mit denen sie zu uns kommen, mit denen wir gemeinsame Forschungsprojekte machen. Das ist auch ein Thema, was wir seit vielen Jahren begleiten. Forschungsprojekte, die über die Bundesministerien gefördert werden und die tatsächlich das ganze Thema Fortschritt in der Sicherheitstechnologie als Vordergrund haben. Du hast vorhin erwähnt, ihr kümmert euch um Zäune, um die Sensorik. Also ich nehme jetzt einfach mal dann an Kameraüberwachung, Wärmebild, Nachtsicht, sowas in dem Bereich. Korrekt. Seid ihr dann auch noch, sagen wir hier, im härteren Geschäft unterwegs? Also macht ihr auch Beratung, was das ballistischen Schutz zum Beispiel angeht? Ja, also wir hatte ja schon die Forschungsprojekte angesprochen. Also wir sind sehr intensiv an den Drohnentechnologien dran, um diese mit in der Gestaltung zu haben. Ballistische Themen haben wir nicht. Wir beraten Militär, aber nur in Bezug auf ihre Liegenschaften, wie man die Liegenschaften absichern kann. Das ist schon ein Thema, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, in dem wir aktiv sind. Und zusätzlich zu dem eigentlichen Außenschutz, von dem ich gekommen bin mit dem Thema Perimeter, gibt es natürlich auch noch den spezifischen Schutz in den Liegenschaften, wenn es um ganz spezifische kritische Assets geht. Also ich sage mal klassische Beispiele in einer Forschungseinrichtung, wo medizinische Forschung möglicherweise gemacht wird. Da ist das natürlich das Forschungsgut, das hoch risikobehaftete oder kritikalitätsbehaftete Asset. Und das gilt es entsprechend abzusichern. Mit entsprechenden Vereinzelungen, Schleusen, Zugangsbereichen, alles miteinander vernetzt. Also da kommen wir aus dem Außenbereich in den Innenbereich der Liegenschaften. Das ist alles das, was wir im Bereich der Sicherheitstechnik abdecken. Also quasi nicht nur den Schutz der eigentlichen Liegenschaft von außen hin, also ja, Zaun und Graben, wie man es kennt, sondern auch wirklich dann den Schutz von sensiblen Bereichen innerhalb des Schutzobjekts, also biologische, chemische Geschichten. Correct. Zum Beispiel sowas. Macht ihr da jetzt auch Zertifikate dafür? Also nehmt ihr das auch tatsächlich ab oder seid ihr da beratend tätig? Wir sind da tatsächlich sehr ausschließlich beratend tätig und haben allerdings viele Mitglieder bei uns. Das macht ja einen Verband auch stark, dass wir Mitglieder haben, die zertifizieren, die auch eine Planungsleistung nach HOI erbringen, was wir auch nicht machen. Das heißt, wir geben Orientierung, Erstorientierung oftmals, Einschätzung der Sicherheitssituation und haben dann unsere Mitglieder, die wir mit einbinden, um dann entsprechende Aufträge auch übernehmen zu können. Das heißt, ihr habt hier eigentlich einen großen Expertenpool, der im Grunde bei euch zusammenläuft und über den dann man sich oder an den man sich wendet, um sein Projekt durchzubringen. Korrekt. Und wenn ich das vielleicht ergänzen darf, also wir sind ein Verband der Sicherheitstechnik, ja, aber wir kümmern uns seit über 30 Jahren auch vor allen Dingen um das Thema Sicherheit insgesamt. Und das bedeutet,
dass unsere Kundenklientel und unsere Ansprechpartner im Verband auch die entsprechenden Hilfsorganisationen sind. Das heißt, wenn ich über Sicherheitstechnik und Sicherheit spreche, spreche ich ja immer auch über das Thema Krisenmanagement. Sollte man zumindest. Ja. Also wenn Sicherheit nicht ausreicht und es einen Vorfall gibt, geht es ja immer darum, was bedeutet das für mich als Unternehmen und wie gehe ich damit um? Welche hilfeleistenden Stellen müssen kooperieren? Wie sieht das gemeinsame Lagebild aus? Das sind alles Themen, die diskutieren wir innerhalb des Verbandes, in Arbeitskreisen und eben auch auf unseren eigenen Fachveranstaltungen. Also ihr macht da quasi auch so strategische Operationspläne im Grunde, erstellt ihr dann auch so Handbücher, Verfahrensweisen, quasi sowas in dem Bereich. Ganz genau. Okay. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich jetzt ein Kunde wäre und würde ein Projekt planen? Wie trete ich an euch heran und wie kann ich euch meine Wünsche oder meine Vorstellungen äußern? Genau, also das erste ist natürlich immer der Bekanntheitsgrad, den wir auch damit herstellen wollen, auf einer Messe wie hier zu sein, auf der NVSTEC. Wir haben eine mittlerweile sehr neue und sehr intuitive Webpage geschaffen, wo man über Begrifflichkeiten wie kritisch Schutz, Sicherheitstechnologien relativ schnell zu uns findet. Und dann sind die normalen Kontaktwege dort natürlich vorhanden, dass man sich registrieren kann, dass man eine Telefonnummer hat, dass man eine E-Mail hat und so zu uns findet. Und ein anderes Thema ist tatsächlich, wir sehen uns als Interessenvertreter der Anwender auch als ein Netzwerkverband. Das heißt, wir bespielen eigenständige Veranstaltungen, Kongresse, Messen, gemeinsam mit der Messe Nürnberg oder eigene Veranstaltungen, die wir natürlich auch publizieren, die wir breit publizieren über die einschlägigen Medien, die es in Deutschland gibt, um möglichst viele auf uns aufmerksam zu machen. Und das funktioniert auch ganz gut. Also unsere Veranstaltungen sind sehr voll und damit haben wir immer einen Zugang zu uns, den wir dort herstellen können. Ja. Das heißt, man findet euch jetzt nicht nur auf eurem Kongress, auf eurer eigenen Messe oder auf der NFORSTEC, sondern auch auf anderen Veranstaltungen und in der Fachpresse zum Beispiel oder eben bei euren Partnern oder Mitgliedern im Verein oder im Verband, wahrscheinlich dann auch als Link, nehme ich mal. Genau. Da gibt es gegenseitige Verlinkung tatsächlich. Diese Verlinkung, unsere Mitglieder sind gleichermaßen natürlich mit einem eigenen Internetauftritt vertreten und haben uns dann tatsächlich auch verlinkt. Ja. Sehr gut. Es war wunderbar bei euch zu sein, es war sehr, sehr interessant tatsächlich. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Messe, vielleicht schaffen wir es ja auch von da zu berichten. Klingt auf jeden Fall sehr interessant, vor allem die Vielseitigkeit, wenn man wirklich sagt, eigentlich von einfachen baulichen Maßnahmen bis hin zu sehr, sehr komplexen anwenderspezifischen Geschichten, also gerade im Bereich CBRNE, denke ich mal. Absolut. Und vielleicht noch ein letzter Hinweis von meiner Seite in eigener Sache. Über die Messe haben wir gesprochen. Ich möchte noch mal ganz konkret auf den Kongress hinweisen, auf den Perimeter Protection Kongress. 22. 23. April in diesen Hallen der Messe in Nürnberg. Das Interessante ist dabei, dass wir mittlerweile die Drohntechnologien auch einsetzen, um Gelände zu digitalisieren. Da arbeiten wir in unterschiedlichen Forschungsprojekten. Also kommen Sie gerne, wird eine super interessante Veranstaltung. Wie kommt man rein in die Messe? Wie meldet man sich an? Bei euch über die Website? Gibt es über unsere Website, über die Website der Messe Nürnberg, über Stichwort Perimeter Protection gibt es den Zugang. Die Ticketverkäufe sind offen und insofern ist alles möglich. Schnappt zu, bevor Sie wechseln. Sozusagen, ja. Alles klar. Wunderbar, vielen Dank. Es war sehr interessant hier beim Verband für Sicherheitstechnik e.V. Carsten, es war eine Freude, hier zu sein. Vielen Dank nochmal fürs Gespräch, freut mich wirklich sehr. Sehr gerne. Wie immer, denkt daran, wenn euch das hier gefallen hat, Like, Abo, Glocke drücken für weitere Videos von der NFORSTEC 2026 und natürlich auch für alle Videos, die da noch kommen. Wir sind raus und sehen uns beim nächsten Mal.